Definitiv lernt man in den 6 Jahren des Medizinstudiums rein gar Mhm. nichts. Die Schulmedizin ist ein Glaubenssystem, es ist eine Kirche, es ist eine Sekte. Man muss glauben und es wird nur anders zelebriert. Ja, die rituelle Kleidung ist der weiße Kittel. Mhm. Ja, die Ritualgegenstände sind Stethoskop und Blutdruckmanschette und die Spritze oder auch das Medikament. Mhm. Überall ist das ganz leicht aufzudecken. Placebo-Forschung gibt es seit Jahrzehnten in Hülle und Fülle. Also, dass es hier um ein Glaubenssystem geht, was exakt denselben psychologischen Grundbedingungen folgt wie der Schamanismus eines Amazonas-Indianers. Was muss passieren, damit die Medizin wirklich das tut, was sie eigentlich sollte? Die Antwort, die ist sehr provokativ. Herzlich willkommen zu einem neuen Seelendate. Heute haben wir wieder eine wundervolle Seele bei uns. Er ist Arzt, Schulmediziner, Notarzt, Fallschirmjäger und Kung-Fu-Lehrer. So bezeichnet er sich selber früher als die harte Sau. Heute passt er in keine normale Schublade mehr. Wir freuen uns unheimlich auf den Arzt Dr. Ulrich Mohr. Lieber Ulrich, herzlich willkommen bei uns. Ja, danke sehr für diese markante Begrüßung. Äh, was hast du gesagt? Was für eine Art von Sau? Eine, Harte Sau, so hast eine du dich harte Sau, ja. selbst bezeichnet, glaube ich, in irgendeiner Internetseite von dir stand es. Allen Ernstes, also daran kann ich Ja, mich gar nicht erinnern. ja. Aber Aber das es ist ja bezeichnet ja dein nichts altes, ne? Also von dem her, dein altes Leben. alt und Ja. neu. Das ist insofern nicht ganz passend, weil bei mir dieser innere Aufbruch, der äußerlich erstmal dann noch viele Jahre nicht zu sehen war, relativ früh eigentlich begann. Also so die ersten Einsamkeitserfahrungen, was jetzt mit meiner Familie überhaupt nichts zu tun hat. Also ich habe ein zeitlebens sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern gehabt und würde sagen, behütete Kindheit war das auch. Daher rührte das nicht. Aber nach meiner Erinnerung war ich da vielleicht so um die 10 Jahre alt, habe ich zum ersten Mal den nächtlichen Sternenhimmel sehr bewusst wahrgenommen nach einem harten Arbeitstag auf einer Baustelle. Ich habe als Zehnjähriger leidenschaftlich gerne Sand geschleppt und alte Mauern eingerissen. Und da kam mir nach diesem Tagwerk das so lächerlich vor gegenüber dieser unglaublichen Weite und Größe. Also es ist wie ein Streiflicht, ein Aufflammen eines Themas, was mich dann mit 16, 17 zum ersten Mal wirklich bewusst packte. Da habe ich dann begonnen, mich mit zunächst mal abendländischer Philosophie zu befassen. Mhm. Auch nicht wirklich gerichtet. Das war auch die Zeit, wo meine Neurodermitis begann, die mich dann 17 Jahre begleitet hatte. Mhm. Und dann bin ich ja anschließend in sagen wir mal, in diesen aus gesellschaftlicher Sicht hart männlichen Weg eingestiegen. Aber in der Tiefe war das die ganze Zeit schon Mhm. aktiv. Also auch in der Zeit, ich war ja lange beim Militär, als ich dann schon so den kernigen Weg des Helden ging. Daran dockt ja das Militär allzu gerne an. Mhm. In der Zeit war ich schon sehr vertraut mit Naturheilkunde, Alternativmedizin und habe auch angefangen abzugleichen, was ja früher selbstverständlich war, also zumindest mal vor einigen Jahrhunderten, dass man wenigstens aus Sicht der Religion, der Psychologie, der Philosophie auf die Medizin schaut, um aus diesem gemeinsamen Erkenntnisprozess wirklich Menschendienliches entwickeln zu können und nicht solche maschinellen Therapien, wie sie dann heute oder seit 200 Jahren in der modernen Medizin praktiziert werden. Und das war also schon bei mir schwer am Köcheln, auch wenn es oberflächlich sich durch die beruflichen Aufgaben nicht so ohne weiteres zeigte. Also oberflächlich, da passt vielleicht dieser Spruch, harte Schale, weicher Kern. Mhm.
das ist ja sehr oft so. Das Ist habe ich auch oft bei so, so ja, manchen, absolut. bei so manchem Offizier, mit dem ich jahrelang zusammengearbeitet habe, manchmal erst im Nachhinein, wenn wir dann im privaten Kontakt waren oder dann auch in der Zeit nach dem Militär. Den einen oder anderen habe ich wieder getroffen, manchmal sogar, wie es der Zufall wollte, auf der Straße. Mhm. Und dann noch nicht mal in Deutschland, sondern in einem konkreten Fall in Italien. Das war einer der ganz kernigen Offiziere an dieser Eliteschule, an der ich als Arzt zuletzt tätig war. Mhm. Der war immer der lauteste, der korrekteste, mit dem korrektesten Haarschnitt, der Supersportler. Und Mhm. dann traf ich ihn in einer kleinen norditalienischen Stadt in einem Straßencafé. Kleine Welt. Und Mhm. dann saß er da mit langen Haaren und erzählte mir ganz begeistert, dass er jetzt endlich aus dem Militär raus ist, dass er endlich nach Jahrzehnten als Berufssoldat das machen kann, was er immer machen wollte, nämlich Bildhauer sein. Ja, sehr schön. Lange Schleife. So Naja. sieht's aus, ja. Ja, also so war das. So alt und neu in dieser Form gibt es bei mir eigentlich nicht. Das ist so immer miteinander unterwegs gewesen. Das eine nur halt lange Zeit sehr unter der Oberfläche. Mhm. Ja. Diskret verhalten. Das ist natürlich wundervoll. Nimm uns doch mal mit. Du sagtest, dir ist es schon sehr, sehr früh klar geworden und hast schon dir damals Fragen gestellt, hast schon sehr tief gedacht und auch gefühlt, bist dann aber ja quasi in dieses klassische Feld der Medizin gegangen. Du bist ausgebildeter Arzt, du hast Medizin studiert. Wie war das für dich? Wenn du, sagen wir mal, ich möchte dich jetzt mal als erwachten jungen Menschen betrachten und dann landest du im Feld der Medizin. Wie ging es dir da? Konntest du da quasi weiterhin so open-minded sein oder ging es dir da ein wenig anders? Also, um das mal ganz schonungslos klar und pragmatisch rückblickend zu betrachten, meine berufliche Entscheidung war eine opportunistische Entscheidung. In den letzten 2 Jahren der Schule vor dem Abitur habe ich, wo es möglich war, durch Abwesenheit geglänzt. Also ich fand die Schule sterbenslangweilig und hatte für mich entschieden, dass ich auch keinen, das war in der 12. Klasse, keinen Wert mehr darauf lege, versetzt zu werden. Ich hatte mir selber als oberflächliches, erklärendes Ziel gesetzt, dass ich die 12. Klasse wiederhole, damit ich bessere Noten im Abitur herausholen kann. Und dann bin ich einfach nicht mehr hingegangen. Mein damaliger Stufenleiter hat mich dann in die Knie gezwungen, damit, dass er mir androhte, nach etwa 200 Fehlstunden, wenn du jetzt nicht regelmäßig kommst, dann lasse ich dich nicht sitzen bleiben. Also wäre der oberflächliche Plan nicht aufgegangen, also bin ich wieder hingegangen. Mhm. Und letztendlich habe ich dann das Abitur geschafft. Allerdings war ich, wie die meisten, nur möglicherweise etwas bewusster im Tal der Ahnungslosen. Ich hatte überhaupt keine Idee, was ich machen könnte. Mhm. Und deshalb bin ich erstmal für 2 Jahre zum Militär gegangen. Damals gab es ja noch die Wehrpflicht, 15 Monate. Das habe ich dann kurzerhand auf 2 Jahre verlängert. Das war überschaubar. Und insofern war das eine attraktive Entscheidung rein wirtschaftlicher Natur, weil ich damals in D-Mark noch 1000 D-Mark im Monat bekam. Das war für einen ehemaligen Schüler schon eine echt respektable Summe. Und dann habe ich in dieser Zeit meine Reserveoffiziersausbildung begonnen. So ganz unten wollte ich nicht mitschwimmen. Nicht, dass ich überzeugt gewesen wäre vom Militär. Auch hier habe ich rückblickend eine für mich oberflächlich tragfähige Erklärung gefunden, die mir die Entscheidung rechtfertigen sollte. Und das war der Umstand, damals noch in der Zeit des Kalten Krieges, dass ich sehr wohl bereit bin, für die Abschreckung mit Sorge zu tragen, erschien mir nach der hirngewaschenen Geschichtsvermittlung in der Schule als plausibel, dass der Feind im Osten sitzt. Also haben wir eben unsere Abwehr- und Abschreckungsübungen Richtung Osten durchgeführt. Und das war für mich eine legitime Sache, sozusagen bei den Waffen dienen. Ich war bei der sogenannten kämpfenden Truppe, also bei der Infanterie, bei den Jägern. Für mich hatte
das aber noch zusätzlich den Aspekt, dass ich für den Fall, dass die Abschreckung nicht funktionieren sollte, für eine kriegerische Auseinandersetzung nicht zur Verfügung stehen würde. Das war mir zugleich auch klar. Heute würde ich sagen, rückblickend etwas verträumt, weil in dem Augenblick, wir leben ja auch jetzt in Zeiten, in denen das durchaus wieder Thema werden kann, Absolut. so wie das Säbelrasseln überall zu vernehmen ist. Also es ist ja das gleiche politische Szenario. Ich habe mich dann in die vergleichende Geschichtsschreibung vertieft. Was ist Systemgeschichtsschreibung und was ist wirklich passiert? Also wir erleben gerade eine Phase, die ist praktisch deckungsgleich mit der Vorbereitung des Zweiten Weltkrieges und vermutlich auch des Ersten. Naja, also wenn, das weiß ich halt heute, von einem Tag zum anderen plötzlich der Einberufungsbefehl, Meldung zum Dienst für den Kriegdienst angezeigt ist, im Briefkasten flattert, dann gibt es an sich nicht viele Möglichkeiten, dem zu entrinnen. Aber gut, damals war das so meine Rechtfertigung. Und in diesen 2 Jahren habe ich dann, ich wusste immer noch nicht, was ich machen will, habe ich einen anderen Offiziersanwärter kennengelernt, der sich schon damals für 15 Jahre verpflichtet hatte und der hat mir gesagt, man kann bei der Bundeswehr Medizin studieren. Mhm. Mit meinem im gehobenen Mittelfeld keineswegs guten Abiturdurchschnitt hätte ich über, wie heißt nochmal dieses Auswahlverfahren, also Numerus über Clausus. Numerus Clausus, hätte ich keinen Studienplatz bekommen. Mhm. Oder wenn dann nur mit langer Wartezeit, aber interessiert hat es mich ja auch nicht. Und dann habe ich halt gehört, ja, beim Militär kann man Medizin studieren. Du wirst sogar dann für 6 Jahre 5 Jahre vom militärischen Dienst beurlaubt, bei vollen Geld- und Sachbezügen. Und da kam dann der Opportunist durch. Und ich würde mich in der Zeit bezeichnen als einen stillschweigenden Querdenker. Mhm. Also ich hatte so meine Zweifel, ob das alles stimmt und sinnvoll ist, was da abläuft, aber ich habe es nicht wirklich durchdrungen. Bin auch nie aufgefallen als Querschläger, als Revoluzer, als jemand, der jetzt in der, so in der Schülersprecherszene unterwegs gewesen wäre. Überhaupt nicht. Ich bin einfach mehr oder weniger kritisch, aber still mitgeschwommen. Ohne eigene wirkliche andere Position, das zudem auch. Und dann haben mir meine Eltern gut bürgerlich aufgezogen, auch schon von klein auf vermittelt. Meine Eltern waren Kriegsgeneration, dass man gar nicht früh genug fürs Alter vorsorgen kann und dass man immer maximal möglich auf seine Sicherheit bedacht sein sollte. Das habe ich sehr ernst genommen und mit Anfang 20 mit meinem Vater Strategien entworfen, wie ich von meinen paar Kröten, die ich da bekommen habe vom Militär, zurücklegen kann, um das erste Mietshaus zu kaufen, das ist das Modell meiner Eltern, um die Rente aufzubessern. Mhm. Oder vielleicht auch gar keine Rente zu brauchen, beziehungsweise damit zu rechnen, dass der Staat vielleicht, auch das steht ja ins Haus tatsächlich, gar keine Rente mehr zahlen kann oder Mhm. nicht Okay. genug. Ja, und dann hörte ich eben, man kann bei vollen Geld- und Sachbezügen beim Militär Medizin studieren. Dann habe ich mich beworben, war zu einem dreitägigen Test an der Offiziersbewerberprüfzentrale in Köln und ich wurde tatsächlich genommen. Und das war schon wird finanziell vollständig abgesichertes Dasein. Gehalt eines Offiziers, 7 Monate im Jahr Semesterferien. Ich bin zur Uni gegangen und schon beim ersten Tag in der Vorlesung eingeschlafen. Ich hatte schon in der Schule immer Schwierigkeiten, wach zu bleiben und an der Uni wurde es nochmal schlimmer. Dazu diese beengten Verhältnisse, völlig überfüllte Hörsäle, Uni Düsseldorf, 450 Leute maximal, wenn sie alle gekommen wären. Kaum Platz zum Schlafen. Und dann habe ich mich halt, so um es abzukürzen, anders organisiert. Habe im Wesentlichen von zu Hause gelernt, da wo es ging. Und es setzte sich an sich, das war dann der Eintritt in die Schulmedizin fort, wie in der Schule. Sterbenslangweilig, kein Bezug zur Wirklichkeit, kein Bezug zum Leben, kein Bezug zur medizinischen Tätigkeit. Also meine Bilanz ist sehr klar. Heute rückblickend mit knapp 40 Jahren medizinischer Erfahrung in praktisch allen entscheidenden Bereichen, nicht nur der Schulmedizin, sondern bis hinein in den Bereich der Energie- und Geistheilung,
Definitiv lernt man in den 6 Jahren des Medizinstudiums rein gar nichts bezogen auf das, was man am Tag eins in der Klinik mit einem Patienten zu machen hat, außer vielleicht Blutdruck messen, Blut abnehmen, sind praktische Tätigkeiten, die lernt man im Krankenpflegepraktikum oder später in der sogenannten Formulatur, also in dem ärzteorientierten Arbeiten, immer noch als Praktikum während des Studiums. So ist also meine Begegnung mit der Medizin rein opportunistischer Natur. Ich fühlte mich weder berufen noch besonders interessiert. Ich hatte Angst vor Blut, ich hatte Angst vor Leichen und zugleich aber, und das war wieder diese Spur im Hintergrund, die ich vorhin schon angedeutet hatte, ich habe ja so wie mein philosophisches Interesse am Leben erwachte, was bin ich als Mensch, wo kommen wir her, wo geht die Reise hin, habe ich begonnen, mich punktuell mit Philosophie zu befassen, habe relativ schnell gemerkt, die abendländischen Philosophen mögen geniale Denker gewesen sein, so in der Bandbreite von Kant bis Schopenhauer, aber das hat irgendwie mit Wirklichkeit nichts zu tun. Dann kam mir quer das Glasperlenspiel von Hesse, das war die erste Berührung mit der asiatischen Philosophie und die puristische Darstellung naturgesetzlicher Zusammenhänge, wie ich sie heute in der Symphonik mit einer außerordentlichen, leicht verständlichen Klarheit darlegen kann, blitzte da auf im Tao Te Ching von Lao Tse. Ich fand das Buch faszinierend, aber ich habe wirklich nichts verstanden. Aber eins war ahnungsweise klar, dort finden sich am ehesten die Antworten. Naja, und dann ging halt die mit der Neurodermitis, die ja, wie gesagt, mit 16, 17 aufbrach und dann nach allmählich meinen ganzen Körper bedeckte. Ich habe viele Jahre Cortison gebraucht, weil ich sonst den Alltag überhaupt nicht überstanden hätte. Ging dann auch medizinisch die Suche los. Also an der Uni gab es nichts zum Thema Ganzheitsmedizin, Naturheilkunde, gibt es bis heute noch nichts wirklich Tragfähiges. Und die wenigen Sachen, die als Kurse vielleicht an den Universitäten angeboten werden, die sind so hirngewaschen auf Spur gesetzt, genauso wie die Heilpraktikerausbildung, dass man im Grunde genommen den schulmedizinischen Käfig nie verlässt. Mhm. Bin Mhm. ich so alt als Student Mhm. zu den beiden großen Naturheilkunde-Kongressen Baden-Baden und Freudenstadt gefahren und habe angefangen, selber zu forschen, zu experimentieren. Und so bahnte sich nach und nach diese Synthese an zwischen eben diesen philosophischen, psychologischen Aspekten und dem Abgleich mit einer vernetzten Sichtweise von Mhm. Körper und Psyche, woraus dann zum Teil heroische Selbstbehandlungsexperimente entstanden, nachdem mir kein Therapeut, auch kein alternativmedizinischer, helfen konnte und mündete dann 1993 in der Spontanheilung. Also es sind so gesehen also parallele Spuren mit sehr ähnlichen Inhalten, deckungsgleich würde ich sagen, nur von ganz unterschiedlichen Mhm. Positionen aus Mhm. betrachtet, die dann relativ schnell die Schulmedizin transzendiert haben. Also ich bin kein Gegner der Schulmedizin, deswegen betone ich das so. Schulmedizin bedient für mich, da sind da manche beleidigt, die sich als naturwissenschaftliche Mediziner verstehen. Die Schulmedizin ist ein Glaubenssystem, ist eine Kirche, es ist eine Sekte. Man muss glauben und es wird nur anders zelebriert. Ja, die rituelle Kleidung ist der weiße Kittel. Mhm. Ja, die Ritualgegenstände sind Stethoskop und Blutdruckmanschette und die Spritze oder auch das Medikament. Mhm. Überall ist das ganz leicht aufzudecken. Placebo-Forschung gibt es seit Jahrzehnten in Hülle und Fülle. Also, dass es hier um ein Glaubenssystem geht, was exakt denselben psychologischen Grundbedingungen folgt wie der Schamanismus eines Amazonas-Indianers. Ja. Das ist etwas, was für mich nach und nach klar wurde. Also geht es für mich auch nicht darum zu entscheiden, was ist jetzt besser oder schlechter, sondern wir haben letztendlich alle therapeutischen Systeme zu transzendieren und zu verstehen, dass Heilung etwas rein Inneres ist, etwas Individuelles ist, aufgrund eines Problems, was ich auch noch selber geschaffen habe. Es gibt da draußen keine Probleme. Es gibt Verstärker von Problemen, die mich meine Probleme spüren lassen. Ja, Absolut, und so floss absolut. das im Laufe der Jahre und Jahrzehnte zusammen. Also ich war vom Leben irgendwie geführt, habe das aber nie gemerkt. Freiwillig habe ich keine großen Entscheidungen getroffen.
Bin also so gesehen in die Schulmedizin als Nichtberufener hineingestolpert und auch wieder herausgefallen, dann aber mit sehr wesentlichen Erkenntnissen. Die Schulmedizin. Ich habe ja schon einige Ärzte interviewt, die jetzt eine sehr ähnliche Sicht haben wie du. Wenn du dir was wünschen dürftest, wie würdest du eine klassische schulmedizinische Ausbildung, also das Medizinstudium, gestalten, um quasi dieses ganze Thema, also du hast es ja so treffend formuliert, was muss passieren, damit die Medizin wirklich das tut, was sie eigentlich sollte? Die Antwort, die ist sehr provokativ. Also ich knüpfe an das an, was ich gerade sagte. Die Schulmedizin ist eine Sekte. Und das meine ich keineswegs negativ. Ja, es ist eine Sekte zeichnet sich aus dadurch, dass sie eine Glaubensgemeinschaft ist, die ein bestimmtes Konzept der Wirklichkeit hat. Denn wenn sie Wirklichkeit erkennen würde, dann bräuchte man nicht gläubig zu sein. Ja, in dem Augenblick, in dem ich Wirklichkeit berühre, ist es immer einfach und verständlich. Das ist eine Feststellung, die sich bei allen großen Wissenschaftlern der letzten Jahrhunderte immer und ausnahmslos wiederholt, bis hin zu Leuten wie Heisenberg oder Max Planck, also den Atomphysikern, den avantgardistischen Physikern der jüngeren Geschichte. Die sind alle an einen Punkt gekommen, an dem sie feststellten, das ist so erschreckend einfach, dass man es praktisch jedem, auch wenn er kein Physik, keine Chemie studiert hat, keine naturwissenschaftliche Ausbildung durchlaufen hat, mit einfachen Worten erklären kann, wie diese Welt, wie dieses Universum funktioniert und wie wir als Menschen darin eingebettet sind. Und genau zu diesem Punkt bin ich auch gekommen. Das ist ja die Geburtsstunde auch der Symplonik gewesen, wobei Geburtsstunde ein bisschen eng gefasst ist. Das war schon ein Entwicklungsprozess über viele Jahre. Und daraus entsteht ein mathematisch präzises Verständnis der inneren Natur, Stoffwechsel, Biochemie, psychische Funktion und der äußeren Natur. Von einer solchen Einfachheit und Klarheit, dass es jeder anwenden kann. Und eine der Konsequenzen aus dieser klaren Erkenntnis der wirkenden Naturgesetze, über nichts anderes reden wir hier. Eine Erkenntnis daraus ist, dass die Medizin als Glaubenssystem, und zwar die Schul- wie Alternativmedizin, jede Art eines therapeutischen Systems immer heilungsverhindernd ist und somit sachlich gesehen überflüssig. Ja, denn wofür tritt der Therapeut an? Der Therapeut tritt dafür an, dem Patienten, der hilflos suchend mit seinen Beschwerden unterwegs ist, Linderung und im Idealfall Heilung zu bieten, was die Schulmedizin übrigens gar nicht verspricht. Und somit wird die Aufmerksamkeit durch den Therapeuten mit dem von ihm behaupteten Erfolgsanspruch, ich mache dich gesund, nach außen verlagert. Also die Selbstwahrnehmung reduziert sich so weit, dass die Signalfunktion der Beschwerden, denn davon haben wir zu sprechen, nicht von irgendwelchen Diagnosen mit einem Sammelsurium aus irgendwelchen Beschwerden und Laborwerten, die, diese Signalfunktion der Beschwerden tritt in den Hintergrund, weil man sich ja in Anführungszeichen entspannt zurücklehnt, da ja jetzt der hoffentlich zum Erfolg führende Therapeut die Regie übernommen hat. Also jedes System aus naturgesetzlicher Sicht, was die Aufmerksamkeit von uns selber abzieht und damit die Selbstwahrnehmung reduziert, ist heilungsverhindernd. Das gilt für alle therapeutischen Systeme. Das kann ich minutiös bis hinein zu den Laborwerten nachweisen. Das sind ganz einfache Zusammenhänge, die sind zum Teil sogar schulmedizinisch erforscht, in kompliziert klingenden Forschungszweigen wie der Neuroendokrinoimmunologie beispielsweise. Oder in der Placebo-Forschung, in der klar wird, dass die psychische Ausrichtung entscheidend ist für die Heilung, dass simulierte Operationen bessere Heilungsergebnisse in Anführungszeichen zeigen als eine real durchgeführte Operation, zum Beispiel am Meniskus eines Knies. Und solche Sachverhalte
die habe ich im Laufe der Jahre halt in Hülle und Fülle gefunden und zusammengetragen. Insofern vor dem Hintergrund dieser eindeutig klar darlegbaren Zusammenhänge gibt es nur zwei Dinge festzustellen. Erstens, alle Therapien sind Glaubenssysteme schamanistischer Natur. Sie sind wichtig und notwendig als Entwicklungsschritte, solange man noch glaubt, dass es da draußen ein Problem gäbe und da draußen die Lösung in Form eines Therapeuten oder eines Medikaments daherkommen könnte. Das Zweite ist, wenn ich das verstanden habe, dass es keine sachliche Notwendigkeit gibt, dass überhaupt irgendein therapeutisches System noch existiert. Also ich würde vor dem Hintergrund meiner Erfahrungen, die ich sehr wohl nach allen naturwissenschaftlichen Kriterien belegen kann, jede Mediz als Zielsetzung, als Vision für eine menschliche Gesellschaft formulieren, dass wir überhaupt keine Therapien mehr brauchen. Wir brauchen keine Schulmedizin, keine Alternativmedizin. Wir brauchen das alles überhaupt nicht. Wir brauchen eine Besinnung auf uns selber. Wir müssen verstehen, dass Beschwerden Signalfunktionen sind. Wovon habe ich denn die Nase voll? Also sinnbildlich für eine psychische Überlastung, die sich in einem Schnupfen äußert, ab einer bestimmten Intensitätsstufe. Und das gilt für alle Erkrankungen quer durch sämtliche Fachgebiete der Medizin. Das ist ja meine Kerntätigkeit gewesen bis zum heutigen Tage, nachzuweisen letztendlich, dass die, die angeblich unheilbar krank sind, keineswegs unheilbar krank sind, sondern dass sie sehr oft sogar in erstaunlich kurzer Zeit erhebliche Linderung und auch Genesung erfahren. Also in um auf deine Frage zurückzukommen, ich würde das Betrachtungsfenster öffnen und die Frage stellen, in einer menschlichen Gesellschaft der wirklichen, echten Eigenverantwortlichkeit, brauche ich da irgendein therapeutisches System? Und das reicht für mich bis hin zu diesem, ich suche ein Medium auf, in Kontakt zu treten mit einem geistigen Heiler. Alles das bedient denselben Mechanismus. Alles das wird es in einer echten, menschlichen, eigenverantwortlichen Gesellschaft nicht mehr geben. Absolut, ja. Also das lässt sich auch, das könnten wir jetzt weiterverfolgen in das damit zusammenhängende politische Szenario. Welche Auswirkungen hat es auf das tägliche Leben, auf das Miteinander? Wo bekomme ich meine Lebensmittel her? Und wie will und werde ich leben als Mensch? Also da hängt eine ganze Menge dran, weshalb diese, das, was ich tue, unter dieser Überschrift Wissenschaft von der Einfachheit oder Symplonik in Kurzform, das auch jeden Lebensbereich erreicht und durchdringt. Immer anwendbar. Das ist ja Absolut, das, was eben über das Konzept hinausgeht. Also wir reden hier nicht absolut, mehr über Theorie und Glauben. absolut. Du hast jetzt schon zweimal angesprochen, die Symplonik, die Wissenschaft der Einfachheit, ist ja so dein Steckenpferd und auch dein Thema. Bevor wir in dieses Thema eintauchen, würde ich dich gerne noch fragen, wie ist deine Einschätzung? Du hast dich ja auch, sagen wir mal, mit dem Thema Medizin und auch der Geschichte dahinter ja auch auseinandergesetzt. War die Medizin früher mal so? Dazu müssen wir ein paar Jahrhunderte plus x unbekannte Jahre zurückgehen. Also ich sage das, wenn es etwas weiter zurückliegt, immer so oder ähnlich, weil auch nicht nur die Geschichtsschreibung, sondern auch die Zeitrechnung manipuliert Mhm. ist. Also wenn überhaupt eine stabile Zeitrechnung anzunehmen ist, dann frühestens ab 1582 mit der gregorianischen Kalenderreform. Also wenn wir Medizin zurückverfolgen, erster großer Schritt, sagen wir mal, bis in die Zeit von Justus von Liebig. Robert Koch weiß ich jetzt nicht genau, wann der lebte, aber damals auch Pasteur, Béchamp. Also sagen wir mal 200 bis 300 Jahre. In dieser Zeit gab es schon kein ernstzunehmendes, dem Menschen dienliches therapeutisches System mehr. Okay. Also dafür reicht an sich schon, in die Zeitungsarchive zu gehen. Das habe ich punktuell mal gemacht. Wie waren denn die Schlagzeilen? Beispielsweise eben zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Und da finden wir die gleichen Katastrophenmeldungen und wir sind kurz vor dem Durchbruch Erfolgsversprechen als Schlagzeilen wie heute. Also das ist überhaupt kein Unterschied. Ja, auch damals, das war ja der Hintergrund dieser Entwicklung moderner Mineralstoffdünger. Justus von Liebig ist hier die Galionsfigur
gewesen, vor dem Hintergrund, dass man viele Jahrzehnte vorher schon immer größere Schwierigkeiten damit hatte, ausreichend gute Ernten einzufahren. Dann hat man angefangen mit Stallmistdüngung und letztendlich ging dann die Reise Richtung dieser modernen chemisch definierten Dünger. Und das immer vor dem Hintergrund der ständig nachlassenden Volksgesundheit, der zunehmenden Zivilisationserkrankungen, der zunehmenden Zahl der Krebserkrankungen und immer wieder diese Versprechen, wir sind kurz vor dem Durchbruch. War man damals nicht, ist man heute nicht. Also das ist etwas, was ungefähr diese 200, 300 Jahre umreißt und dann kam ja irgendwann, das ist im Grunde genommen eine Abwärtsspirale, über die wir hier sprechen, dann kam irgendwann die Zeit von Rockefeller und der Erfindung von Pseudomedikamenten auf der Basis von Mineralölprodukten. Das ist natürlich eine noch effektivere Geldmaschine, als einfach nur Öl und Benzin zu verkaufen. Damit war an sich die Talfahrt bis zu dieser heutigen, ich finde, dass wir ohne Übertreibung sagen können, pharmazeutischen Diktatur vorherbestimmt und hat sich enorm beschleunigt. Und wenn wir jetzt noch viel weiter zurückgehen, dann finden wir, aber dafür gibt es keine wirklich inhaltlich tragfähigen geschichtlichen Quellen. Da gab es noch die Einheit von Priester, das habe ich auch in der Medizingeschichte an der Uni noch gelernt, Mhm. von Priester, Psychologen und sogenannten Mediziner, Schrägstrich Arzt. Also das war noch die Idee der Unteilbarkeit von Körper und Psyche, was Mhm. auch sachlich völlig korrekt ist. Das ist auch ohne weiteres physikalisch, biochemisch nachweisbar. Ja, dass unsere Identität, unser Leben nicht aus dem Körper heraus entsteht, sondern dass wir mit unserer Lebensenergie diesen Körper beleben. Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Also auch das ist sehr gut an Wie vielen ist es verschiedenen nachweisbar? medizinischen. Bitte? Wie ist das nachweisbar? Also nur eine Anregung dazu, die Erfindung des Hirntodes, damit man beim noch Lebenden das Organ Mhm. entnehmen kann für die Spende, beruht auf einem Phänomen, was man vorsichtshalber nicht thematisiert und auch nicht erklären kann. Mhm. Denn warum wartet man nicht, bis die Herz-Kreislauf-Funktionen, Atmung, Herz-Kreislauf-Stillstand, Erlöschen der Hirnfunktion, das ist ja der behauptete Hirntod, bis das alles erreicht ist? Also man sicher sein kann, dass der Betreffende tot ist. Er ist ja nach wie vor, der Körper ist ja nach wie vor da. Er hat noch die Betriebstemperatur, wenn wir es technisch betrachten. Er ist biochemisch, biophysikalisch identisch. Also warum warte ich denn nicht, bis der natürliche Tod eingetreten ist und nehme dann das Organ? Mhm. Das kann man nicht machen, weil diese Organe nicht mehr transplantierbar sind. Das kann ich tun, aber es funktioniert halt nicht. Mhm. Ich brauche also irgendeinen unbekannten belebenden Faktor. Und der verschwindet im Augenblick, in dem die vitalen Funktionen des Körpers erlöschen. Und hier haben wir im Grunde genommen, das reicht noch nicht für die Beweisführung, aber es ist ein so gewichtiges Indiz Mhm. dafür, dass dieser Körper nicht, wie Bewusstseinsforscher es behaupten oder Biochemiker es auf ihre Art und Weise behaupten, Leben durch den Körper selbst entsteht, sondern wir müssen es umdrehen und sagen, dieser Körper ist eine biomechanische, biophysikalische, biochemische Veranstaltung und diese Veranstaltung wird belebt. Die ist Mhm. vielleicht eine Mhm. sogar zutreffende technische Analogie, wenn ich von der Hardware eines Computers spreche und dann sind da die verschiedensten Chips verbaut. Das ist alles grundsätzlich funktionsfähig, aber ohne den Strom geht das nicht. Mhm. Ich habe noch nie irgendwas Hinkendes an diesem Beispiel feststellen können. Ich Mhm. würde sogar ganz im Gegenteil sagen, so technisch wie es ist, es bildet exakt die Situation ab. Mhm. Und wenn wir jetzt weitere Beweise oder sagen wir es vorsichtig, gewichtige Hinweise, um das Ganze ergebnisoffen zu halten, anfügen würden, dann könnten wir uns befassen mit den Ergebnissen der Kirlian-Fotografie oder der Mhm. Infrarotthermografie Mhm. des Nachweises eines Energiefeldes um den Körper herum in unterschiedlicher Dichte. Dieses erste Dichtefeld, das können wir schon als Ungeübte mit der einfachen Handfläche ertasten. In einem ruhigen Raum kann man das zu zweit leicht ausprobieren. Einer legt sich entspannt hin.
Und der andere geht einfach nur aus einer Entfernung von vielleicht 40, 50 Zentimeter mit der flachen Hand, geöffneten Hand, Millimeter für Millimeter näher an den Körper. Und es gibt eine Stelle in Abstand von etwa 10 bis 20 Zentimeter von der Körperoberfläche, wo deutlich, das kann man auch im Blindversuch machen, ohne dem Betreffenden, der dieses Experiment durchführt, zu erklären, was er zu erwarten hat. Es gibt da eine Art Grenzschicht. Da verändert sich die dichte Wahrnehmung Widerstand, so und leicht, ja. ja, es ist wie eine Art Widerstand. Und Mhm. unsere Rezeptoren, Bewegungsrezeptoren und Tastrezeptoren an der Haut haben eine unglaubliche Präzision. Das kann sich kaum einer vorstellen, wenn man das in Zahlen liest, wie viele Bruchteile von Millimetern Unterschied wir registrieren können. Insekten noch viel feiner. Mhm. Aber selbst wir haben eine ganz, ganz erstaunlich feine, selbstverständlich natürlich gegebene Tastwahrnehmung höchster Qualität. Also das ist zu spüren. Das ist natürlich eine subjektive Erfahrung. Aber technisch gibt es eine Menge Dinge, die eben dieses Belebte, Belebende beschreiben, was bei ganz genauer Betrachtung mit der Zeugung, nicht mit der Geburt, sondern mit der Zeugung in den Körper eintritt und mit dem Erlöschen der vitalen Funktionen des Körpers in dem Moment den Körper freigibt, allgemein als Sterben und Tod bezeichnet. Mega, mega spannend. Und jetzt noch kurz, um diesen Bogen zu schließen zu deiner Frage. Diese ersten 300 Jahre hatte ich ja skizziert. Und dann müssen wir halt einen Zeitraum X, spielt ja auch keine Rolle, wie viele Jahre zurückgehen. Und dann kommen wir zu dieser Einheit von Priester, Psychologe und Arzt. Das ist auch sachlich völlig korrekt. Und als Voraussetzung dafür, hier kommen wir jetzt an sich in ein massenpsychologisches Thema, als Voraussetzung dafür, dass man den Menschen als Person oder juristisch als natürliche Person steuerbar machen kann, musste man diese drei wie selbstverständlich miteinander verbundenen Bereiche voneinander trennen. Denn jemand, der sich seiner psychologischen Identität, seiner seelischen Identität und seiner organischen in Einheit bewusst ist, den kann ich nicht nach Belieben manipulieren, den kann ich nicht in eine Sekte Schulmedizin oder in ein Absolut. sektiererisches Gesellschaftssystem einbinden, in dem irgendwelche künstlich formulierten Werte die Aufmerksamkeit eines Gesellschaftsteilnehmers, einer natürlichen Person, von den natürlichen individuellen Belangen so weit abziehen, dass er zum Befehlsempfänger wird. Man muss Befehlsempfänger schaffen. Ob ich das dann Diktatur nenne oder Demokratie, das ist ein kosmetischer Unterschied, aber kein sachlicher. Ja, Richtig. ein Absolut. Demokratieteilnehmer war und ist niemals etwas anderes als ein Befehlsempfänger. Und wer Absolut. daran zweifelt, der möge sich auch dafür haben wir, obwohl Medizin und Gesundheit mein Hauptthema ist, auch dafür haben wir Fernkurse im Vereinsprogramm, um zu verstehen, wie sich diese psychologische Notwendigkeit der Erzeugung eines Weisungsempfängers in der Gestaltung des Gesetzessystems abbildet. Es gibt dort keine Menschenrechte, oberflächlich schon, aber man muss die Vernetzung der einzelnen Gesetzeskomplexe miteinander studieren. Ja, das zum Beispiel im Grundgesetz formulierte Menschenrecht ist so formuliert, dass es mit dem bürgerlichen Gesetzbuch ausgehebelt werden kann und erst recht mit dem Strafgesetzbuch. Es gibt noch nicht mal ein Recht auf Eigentum, es gibt kein Recht auf Menschenwürde, das ist alles Fiktion. Also Gesetze sind geschaffen, um dafür zu sorgen, dass die Massen gesteuert werden können und dass sie sich untereinander nicht zerfleischen. Das war auch die Idee, aus der heraus man die Ehe als von Gott gegeben behauptet hat. Das ist ein völliger Unsinn. Also es gibt sicherlich sehr wertvolle psychologisch und spirituell klare Aussagen zu etwas definitiv Göttlichem. Sicherlich kein Graubärtiger mit wallenden Gewändern. Aber es gibt etwas, was alles, sagen wir, nennen wir es auch höhere Intelligenz von mir aus, was alles durchdringt. Ja, Andere nennen es, finde ich auch völlig zutreffend, universelle Liebe. ja, Das durchdringt alles, aber moralfrei, ethikfrei, wertfrei, basierend auf Naturgesetzen. Und über die Naturgesetze lässt sich auch der Gottesnachweis führen. Auch das ist an sich kein ungewöhnliches und unwissenschaftliches Thema. Das hat über Jahrhunderte alle Wissenschaftsgrößen zugleich beschäftigt.
Ich habe kürzlich, ich lese gerade in Schriften von Kant, nein, nicht Kant, das war am Rande, sondern Kepler. Und Kepler hat das als einer dieser aus unserer heutigen Sicht, möglicherweise auch zu Recht, Wissenschaftsgiganten der letzten Jahrhunderte gesagt, ganz selbstverständlich, also er hat gar nicht dafür argumentiert, er hat es im Grunde genommen nur festgestellt. Selbstverständlich kann und darf nur das einzige sinnvolle Ziel von Naturwissenschaften wie Physik und Chemie sein, ein Verständnis, ein tieferes Verständnis für das menschliche Dasein zu erforschen. Ja, und nicht immer schneller fahrende Autos oder Flugzeuge oder irgendwelchen anderen technischen Schnickschnack, den kein Mensch braucht. Sowas wie leuchtende Absätze für Kinderschuhe. Also Priester, Psychologe und Arzt. Und wir müssen, das wäre der dritte Schritt, noch etwas weiter zurückgehen. Für die Schaffung dieser Massengesellschaften hat man ein Konzept geschaffen, das sich Astrotheologie nennt. Also hier hätten wir auch noch die Astronomie im Mhm. Boot. Und die Astrotheologie war im Grunde genommen also Priester, Psychologe, Arzt plus Astronomie und Mhm. Astrologie, wobei Astronomie und Astrologie damals noch dasselbe waren. Mhm. Und dadurch, dass man diese Wissenschaftsbereiche zunächst mal voneinander trennte, hat man ein Gesamtverständnis des menschlichen Daseins vereitelt an der Stelle. Jede weitere Forschung dieser separierten sogenannten Wissenschaftsbereiche hat letztendlich dazu geführt, dass es immer mehr ins Detail, ins Kleinere ging und damit der Gesamtzusammenhang verloren ging. Ich würde sagen, das war eine hochintelligente Absicht, die dahinter steckte. Ich sehe das nicht unter dem Täter-Opfer-Prinzip. Für mich gibt es in Verbindung mit dem Verständnis des Gesamtgeschehens immer eine spirituelle Dimension, die sich auch sogar bis hinein in das Medizinische sehr gut nachweisen lässt. Es geht, wie es scheint, um die Entfaltung von Bewusstsein, von Individualität und Bewusstsein. Denn das ist das, was ich auch immer wieder bei den Genesungsprozessen feststelle. Ein höheres Selbstverständnis, eine höhere Selbstwahrnehmung, eine Entdeckung der Individualität auf einem höheren Niveau von Bewusstheit. Ja, das sind die vier Stichworte, die die Voraussetzungen sind für jede Art von Heilungsprozess. Ob das ein Krebs im Finalstadium ist oder eine Neurodermitis, angeblich auch Mhm. unheilbar, wie ich sie hatte, spielt gar keine Rolle. Also das wäre sozusagen der Ursprung, an dem diese Teilung erfolgte und sich auch die Wissenschaften dann Jahrhunderte später völlig verselbstständigten, also in der Zeit letztendlich etwa ab, nein, auch Goethe hat schon darüber geklagt und geschrieben. Also es ist auch schon Jahrhunderte alt, dass die Naturwissenschaften sich so auffächerten, dass sie gar nicht mehr dem Leben und dem Menschen Dienliches finden konnten. Ja, Was Goethe ja auch dazu brachte, festzustellen, die Universitäten machen im besten Falle schaffen im besten Falle eine Sicherung des bestehenden und behaupteten Wissens, nicht dessen, was wirklich wichtig ist. absolut, absolut. Mega, mega spannend, lieber Uli. Bevor wir wirklich jetzt zu der Symphonic kommen und zu deinem gegründeten Verein, ich möchte da noch mal weiter tiefer. Es ist so spannend mit dir. Du hast es so passend formuliert. Das Thema, das egal wie viele Jahre nach hinten geht. Wir kommen aus dem Spirituellen, unser Format heißt Seelendate, also wir brauchen keine Beweise für eine Seele, wann die den Körper verlässt oder wann sie den trifft oder wann sie sich quasi das aussucht oder die Seele sucht den Körper aus oder andersrum. Völlig egal. Ähm, Es ist ja das große Thema Schulmedizin. Aber es ist ja auch dieses Thema, was du so schön angesprochen hast, dieses geschaffene Feld der Befehlsempfänger. Wir hatten das früher, das war passend zu der damaligen Zeit. Wir haben jetzt eine aktuelle Zeit. Wir haben die letzten 3 Jahre hinter uns, wo naja, für viele so ein Aufwachmoment passiert ist, wo wir fast sagen könnten, vielleicht hat das Narrativ, vielleicht ist es ein bisschen übertrieben oder vielleicht woher auch immer. Wie hast du es wahrgenommen oder wie nimmst du es wahr? Und wie erklärst du dir das, dass quasi wir ja jetzt wieder so eine aktuelle ähm,
Geschichte haben, die sich ja quasi immer wieder wiederholt, aber die Stellschrauben werden ja eine andere und wir sind quasi wie in einer höheren Dimension, aber die Themen sind ja eigentlich fast immer die gleichen. Ja, es hat mal jemand, ich weiß nicht wer, sehr treffend finde ich, gesagt, Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Hm. Das Ja. ist sogar auch zurückzuführen auf Naturgesetz, würde ich an der Stelle nicht sagen, sondern ein messtechnisches Problem im Umgang mit Wirklichkeit. Wenn man sich mit dem goldenen Schnitt und der Fibonacci-Zahlenreihe befasst, Mhm. dann zeigt sich ein Phänomen sehr, sehr deutlich. Unser Körper ist beispielsweise weitestgehend aus messtechnischer Sicht nach dem goldenen Schnitt aufgebaut. Aber es gibt keine Möglichkeit, irgendetwas stabil exakt zu bemessen. Also die Stellen hinter dem Komma sind an sich das Problem, Mhm. weil sie in großer Eindeutigkeit zeigen, dass wir zwar irgendetwas durch Messung relativ nutzbar machen können, das wird keiner bestreiten. Schließlich haben wir eine sogenannte Hochtechnologie, die gerade auf der Messung beruht. Ohne Messung gäbe es das alles nicht. Ich meine, ein Kolben muss sich in einem passenden Zylinder bewegen können, sonst funktioniert halt der Motor nicht. Ja. Aber wenn es um das Lebendige geht, und das ist die Qualität letztendlich, ja, das Messen ist immer etwas Quantitatives. In dem Augenblick, in dem es darum geht, Natur messen zu wollen, dann scheitert man, weil alles das, was die Natur lebendig sein lässt, entstehen lässt, sich wandeln lässt, sich jeder Messbarkeit entzieht. Bis dahin, dass die Sonne zu keinem Zeitpunkt der bekannten Menschheitsgeschichte jemals exakt am selben Punkt, ausgehend von einem bestimmten Platz der Messung, aufgegangen oder untergegangen wäre. Es ist immer minimal anders. Es ist überall immer eine gewisse, so lässt es sich zu einer Überschrift verdichten, eine minimale Asymmetrie. Mhm. Das heißt, nichts wiederholt sich, aber durchaus Ähnlichkeiten. Ich hatte ja vorhin schon kurz erwähnt, nach meiner Beobachtung, vergleichende Betrachtung, Zeit vor Zweitem Weltkrieg und jetzt, ist das Szenario und die Art und Weise, wie es aufgebaut wird, praktisch identisch. Und in diesem, in diesem Zusammenhang müssen wir auch die gedankliche Kröte schlucken, dass sich an sich hinsichtlich der Massen der Gesellschaft gar nichts verändert hat. Jedenfalls nichts zum positiv Erbaulichen, eher Richtung Verblödung. Ich meine, die Mhm. Verblödung der Massen, die, das ist kein neues Thema. Das ist spätestens wissenschaftlich untersucht, bekannt und genutzt, seitdem der erste Lehrstuhl für Massenpsychologie und Manipulation, man darf erstaunt sein, ich bin es eher nicht, in Deutschland, ich glaube im Jahre 1900 in Berlin geschaffen wurde. Und wenn wir uns nur mal, um eine Orientierung zu bekommen, Fernsehsendungen und Werbung anschauen, heute, vor 10, 20, 30, 40, 50, 60 Jahren, von mir aus noch davor, weiter zurück, dann Zeitungswerbung. Also nehmen wir mal die letzten 100 Jahre, allein nur der Werbung und der Art und Weise, wie die Politik mit der Masse kommuniziert. Dann ist schon auf diesen beiden Spuren glasklar erkennbar, dass das Ausmaß der Infantilisierung und Verblödung der Massen extrem zugenommen hat Ja. und auch sich extrem beschleunigt hat, spätestens seitdem es die modernen Medien gibt, das heißt Fernseher, Radio, soziale Medien. Es ist heute überhaupt kein Problem mehr, innerhalb von 8 Wochen, wir haben es ja alle erlebt in den letzten Jahren, eine neue Achse des Bösen zu schaffen. Jahrelang wird Putin gefeiert, jetzt ist er plötzlich der wiedergeborene Stalin. Ja, Ja, und was dahinter steckt, können wir an den Irakkriegen oder an dem inszenierten Syrien-Konflikt wunderbar studieren. richtig. Weil um das Ganze, dem Ganzen zugleich das ist ja sehr erschütternd, wenn man es in dieser Dimension wahrnimmt. Das ist ja ein weltumspannendes Phänomen. Ich würde sagen, die Zeit mit Corona als erster Testlauf einer weltweiten Gleichschaltung hat sehr erfolgreich gezeigt, wie die Verblödung, wie die Gläubigkeit, ich wiederhole es, Infantilisierung in einem Maße zugenommen hat, dass man jetzt jede beliebige behauptete unsichtbare Gefahr als Argument dafür hernehmen kann, um gesamte Gesellschaften, letztendlich die ganze Welt abzuschalten.
Also wenn wir unseren Fokus darauf richten würden, dann könnten wir uns an sich alle nur noch irgendwo verkrümeln und versuchen, in einer Höhle irgendwo im Dschungel auszuharren und darauf zu hoffen, dass dieses ganze Schreckensszenario verblödeter Massen sich selbst erledigt und entsorgt. Wird vielleicht auch passieren, vielleicht werden wir das sogar erleben. Aber das finde ich zu passiv. Und deshalb will ich, um das naturgesetzlich verständlich zu machen, auf eine Parallele hinweisen, die mich schon viele Jahre begleitet, vom eigentlich unendlich kleinen, anhand eines chemischen Beispiels, ich werde es gleich beschreiben, bezogen dann auf Milliarden Menschen, wie viele auch immer. Denn Wie auch die viel auch Frage immer, der ja. Übervölkerung der Erde, die darf durchaus nochmal gestellt werden. Wie viele leben da wirklich? Richtig, Also wer behauptet, dass man in Afrika eine Bevölkerungszählung durchführen könnte, den kann ich nicht wirklich ernst nehmen. richtig. Wenn ein chemischer Prozess in Gang kommt, also wenn in Gang kommen soll, brauche ich zwei Komponenten. Ich brauche zum Beispiel zwei chemische Reaktionspartner. Nehmen wir mal, das ist mein Lieblingsbeispiel, weil es so einfach und alltäglich ist, Natrium und Chlorid, die isoliert in der Natur so nicht vorkommen, weil es beides hochreaktive chemische Elemente sind. Aber das Kochsalz, das klassische, mit dem wir täglich umgehen, besteht ja nun mal aus Natrium und Chlorid. So, Natrium und Chlorid, beide hochreaktiv, reagieren aber nicht automatisch miteinander, bloß weil sie sich in räumlicher Nähe befinden. Ich brauche dafür ein bestimmtes wässriges Milieu, ich brauche dafür einen bestimmten pH-Wert, ich brauche dafür bestimmte Temperaturbedingungen in einer individuell passenden Kombination. Nur dann, wenn dieser dritte Faktor ins Spiel kommt, läuft die Reaktion ab. Das ist Punkt eins. Punkt 2: In dem Augenblick, in dem, nehmen wir mal durchaus ein großes Gefäß und ich bringe irgendwo eine erste Initialzündung dieser chemischen Reaktion in Gang, dann folgt alles andere automatisch so lange nach, bis alle Reaktionspartner in einen stabilen Zustand übergegangen sind, also dann von mir aus alles umgewandelt ist oder zusammengeführt ist zu Kochsalz, Natriumchlorid. Ich habe also immer nur zu berücksichtigen, dass es drei Aspekte gibt, die finden wir überall. In der Religion nennt man das Heiliger Geist, Gott Vater und Gottes Sonne. Nee, Gottes Sohn. So, ja. Ja, komisch. Kleines Wortspiel am Rande. Das ist ein Thema für sich. Also diese drei, die finden wir in der Physik, die finden wir in der Chemie. Also du kannst jeden Chemiker, Physiker fragen. Man braucht drei Komponenten, zum Beispiel eben diese beiden Reaktionspartner und etwas Drittes, was startet. Und sobald die Reaktion startet, bei Erreichen der kritischen Masse, der kritischen Temperatur, was auch immer das im Einzelfall ist, läuft die restliche Reaktion, die weitere Reaktion ab, bis der letzte Reaktionspartner, sofern die Umgebungsbedingungen es gestatten, in diese neue Form, in diese Verbindung überführt ist. Und das ist ein naturgesetzlicher Zusammenhang, den ich gerade in Kürze beschrieben habe, mit dem sich enorm viel schon als Basiswissen in der Physik und Chemie verstehen lässt. Und was ich gemacht habe, das ist an sich der Kern, aus dem die Symphonik heraus mit ihren Erfahrungswerten entstand. Ich habe die gleichen, sehr einfach dann formulierten Gesetzmäßigkeiten zur Anwendung gebracht in der Psychologie und in der Psychosomatik, also in der Lehre der Wechselwirkung von Körper und Psyche. Und jetzt gibt es einen weiteren Punkt, den wir hier noch zu bedenken haben. Das ist der sogenannte fraktale Aufbau dieses Universums. Wir haben durchgängig lückenlos wirkende Naturgesetze, die in einer sehr einfachen, verständlichen Weise alles bewegen. Sichtbare und unsichtbare Energieflüsse, sichtbare, unsichtbare Reaktionen. Und so haben wir vom Kleinen bis zum Großen das, was man Selbstähnlichkeit nennt. Und wenn wir, das ist jetzt überhaupt nichts Neues, das ist zum Beispiel in der Unternehmensberatung eine bekannte Größe, wenn wir jetzt dieses Verständnis übertragen, zum Beispiel ausgehend von der Spezialisierung unseres Körpers, wir haben eine Leber, wir haben eine Niere, wir haben Gehirn, Herz, Magen-Darm,
Wir haben also eine Spezialisierung, die das Leben dieses Körpers ermöglicht. Wenn ich jetzt ein Unternehmen studiere oder eine Gesellschaft, dann habe ich einen ähnlichen Ordnungsprozess. Es finden Spezialisierungen statt. Einfach und am leichtesten nachvollziehbar sind zum Beispiel die Ordnungskräfte eines Systems, die Sicherheitskräfte eines Unternehmens oder einer Gesellschaft. Ja, die Schutztruppen des Staates, Polizei, Militär und dergleichen sind leicht nachvollziehbar das Immunsystem. Ja, das Gesetzessystem, die